besten Mannes in Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln Eine Halt wohl! Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in erklärische Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Das bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais nach der Opera Seria meines Schülers kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar eine gleichfalls sozusagen musikalische Darbietungen auf sich genommen ist, eine Art von Singspiel oder niedriger Busse in der italienischen Buffermanier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Half nicht. Wie beliebt? Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung. Die Opera Seria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird, nebst einer munificenten Gratifikation, durch meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes, für den Sie samt Ihrem Leben Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Dennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen die verdanken Genüssen, welche sie kennen, die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese, danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das meinen Schüler beibringen? Ich bin anklopfe. Lass es sein, geh zum Feuer! Das ist nicht Rache, der Leidenschaft, verbunden mit einem Unrecht geweckt. Zweitens, weil sie in der Hand sind. Wenn ich sage die Geige, so meine ich die Spiele. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt. Und wo ich gleich sein wird, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Eine Tafel. Jetzt fehlt die Stunde vor Anfang meiner Oberadresse. Wenn ich sag meine Tafel, so meine ich natürlich meine herrschaftliche Tafel, nicht mein Musikantentisch. Was soll das heißen? Ausspielen tun sie. Capito, sind also für Sie, die jetzt endlich zu sprechen. Werde ich mit der Demoiselle, die angenehme mit dir. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Diejenige Demoiselle aber, die hier drin ist für Sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weißt du, wer ich bin? Bin meine Hohe, singt mich für mich, jederzeit zu sprechen.
Aber meinerseits keine Ursache, wegen meiner Leistungen vor Ihnen zu erröten. Kann nicht dienen. Jetzt nach dem Umkommen gilt daran, es wird keine kleine Mühe kosten, die Herrschaften wieder lachen zu machen, wenn sie sich erst eine Weile gelangweilt haben. Oder meinen Sie, es wird gelingen? Schnell, lieber Freund, ein Lakai zu mir! Ich muss unbedingt sofort den Grafen sprechen! Du kannst jetzt nicht eintreten, sie ist mein Frisierin. Wer ist dieses Bild? Sie werden leichtes Spiel haben, Mademoiselle. Sie Seid werden ihr langweilig über die Begriffe und was die Einfälle anlangt. So steckt in meinem linken Schuhabsatz mehr Melodie als in dieser ganzen Aria auf Naxos. Wer ist dieses Bild? Umso besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Terminetta. Sie singt und tanzt mit vier Paten das lustige Nachspiel, das man an einer Oper gibt. Ein lustiges Nachspiel, den zu drinnen! Selbst die Wälder und Zeilen geblieben, nach alleine! Sag mir's, Ich bitte dich um alles. das Geheimnis des Lebens, wie man sie heran, nicht sie weiter
ist dann aus Höflichkeit und um sie wach zu machen, indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die ungetreue Zervinetta und ihre Fürliebhaber, ein heikles Nachspiel mit Tänzen, leichte gefällige Melodie ja einer Handlung, da wie der Tag, da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Da wagt man auf, da ist man bei der Sache, und wir in ihren Karossen sitzen, wissen sie überhaupt nichts mehr, als dass sie die unvergleichliche Terminetta haben tanzen sehen. Erschönen sie sich nicht und nicht und wieder nichts. Ariadne ist das Ereignis des Abends, um Ariadne zu grünen, versagen sich Kinder und wollen ihre Personen im Hause eines reichen Mäzens. Ariadne ist das Los so bald, sie sind Ariadne. Und morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, dass es außer Ariadne noch etwas gegeben hat. Man sollte sich herhalten. Meine Damen und Herren, ihr Berichte! Ihnen allen habe ich eine plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn auszurichten. Ist schon geschehen, wir sind bereit in 3 Minuten mit der Oper Ariadne anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung. Wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein Gott. Mein gnädiger Herr belieben, das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen. Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stückel. Umzustoßen und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel wird Vorspiel. Wir geben zuerst die ungetreue Zervinetta, dann Ariadne, sehr vernünftig. Um Vergebung. Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Ist dieser reiche Herr besessen? Will man sich über uns lustig Sind machen? die Leute wahnsinnig? Ich muss augenblicklich den Grafen sprechen. Es ist genau so, wie ich es sage. Wie Sie es machen werden, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Der gnädige Herr ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1, 2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seine Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten angeflogen. Ja, wie um alle Götter willen lässt sich denn seine Gnade das vor? Eine Himmelsschöne
anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den sublimen Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Eben darum braucht sie Gesellschaft. Ich schutz das Meer, die Steine, die Bäume. Das Feld sehe ich vor. Sie ein menschliches Gesicht, in meiner Musik sinnlos. Aber der Zuhörer unterhält sich, so wie es jetzt so ist es umstehend einzuschlafen. Um Vergebung, aber ich bitte sich höchlich zu beeilen. Die Herrschaften werden sogleich eintreten. Ich weiß nicht, wo sie ihr Kopf steht. Wenn man 2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Allem so nachdenken, wo menschliche Gemeinheit steht einem in jeden grinst. Und was haben wir verloren? Wir verloren haben, die 50 Karten unter anderem, von denen du das nächste halbe Jahr zu leben gedacht hast. Ich habe es mit dieser gemeint. Und zu leben Ich weiß wirklich nicht, warum Sie beide einem so vernünftigen Vorschlag solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen. Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nichts leichter als das. Die Oper enthält Längen, gefährliche Längen. Man lässt weg. Diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede Situation. Still, wenn er uns hört, begeht ihr selbst Mord. Fragen Sie ihn, ob er seine Oper lieber heute ein wenig verstümmelt hören will oder ob er sie niemals hören will. Schaffen Sie ihm Tinterfeder einen Rotstift, was immer. Es handelt sich darum, ihr Werk zu retten. Oh, der große Meister, die 4 auf den Knien bewunden, haben ihre erste Aufführung mit noch ganz anderen Opfern erkauft. meint sie, hat recht. Muss ich stehen? Sehen Sie zu, dass er genug streicht. Ich rufe indes Zerbinetta. Wir erklären ihr in 2 Worten die Handlung. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren. Da sie immer nur sich selber spielt, findet sie sich in jeder Situation zurecht. Die Anden sind auf sie eingespielt. Es geht alles wie am Schnürchen. Ja, müssen Sie streichen. Sehen Sie so, dass er den Bauchus einiges wegnimmt. Aber es nicht. Diese neue Wenn dieser Frau unauffällig auf der Bühne steht, nimmt ihr 2 Arien weg, die in keinen Noten, landet die Schwester, nimmt sie den Mann, sie einmal
Ist nicht
so Harlekin. Auf die Zähne, wenn ich wicken darf. Ich folge dir.